I was teaching at the university, and some friends of ours got divorced. And it was a very bloody divorce, silly divorce. And I helped the wife, who was a good friend of Gretchen's, think through what she should be doing. And I got her an attorney. And the attorney worked for her for nothing because he owed me some things. And but then he called me one day and said, "This is crazy. This woman will never agree to anything." He said, "Now next week we have to go to trial, and I want you there because you may be able to talk some sense." Yeah. So the case went to trial, and the judge ordered the parties into private rooms to negotiate. And at that point then, I sort of began talking to both the husband and the wife, and we worked out the deal in about an hour in the courtroom. Without the judge? Without the judge, yeah. And so they went back after lunch before the judge, who was very happy that it was all set. And then this friend of mine said, "Gee, you really ought to do this more." And I began to think about what a mediator would do in the family matter. So I remember this must have been in about 1976 now. Gretchen and I were up in Maine for the summer, and we drove down back to New York, and we just missed the ferry that comes across. So there was a 3-hour wait. And I said to Gretchen, "Let's stay here and wait for the next ferry rather than try to drive around to New York, to Long Island. And if it's okay with you, I'd like to write this idea that I have in my mind." So I wrote the first draft of the article in which I proposed the new role of the divorce mediator. And that was in late August. So I then... 76, August of 76. I began my professional life as a lawyer, as a trial lawyer, and worked for several years doing that until I reached a point where I was dissatisfied myself, much like you were, with the way things worked in the adversary system, and stopped being a trial lawyer and dropped out, and then during that period of time really thought about what had happened to me, and then during that time I felt that there was some possibility that maybe I could still be a lawyer, but to try to do that in a very different way. Und in welcher anderen Art? Was war das, was dich gestört hat und was dich jetzt mehr befriedigt? What was it that disturbed you, and what is it that satisfies you more now? I found that as an advocate that I was often in a position of having to take a position that felt somewhat false, and that it really didn't capture something that felt truer, and that it always seemed that as if there were very few cases where it seemed like one side was right and the other side was wrong, yet my role called upon me to act as if that's the way it was. And so mediation seemed like a chance to and I also noticed that seemed to make things worse between people when I acted in that way, even negotiating with lawyers or in court. And when I found that this idea of sitting in the middle, where I could be in a place that seemed truer for me and work with both people, that perhaps there was a chance to really heal their conflict rather than make it worse and do something that seemed truer to me. Wie Sie sehen, ist die Mediation ein Verfahren, was von Praktikern entwickelt worden ist, also aus der Basis der Professionellen, die in Trennung und Scheidung schon verwickelt waren, und kein Verfahren, was von oben, von der Theorie entwickelt worden ist, und ist bis heute so geblieben. Die Mediation hat viele Väter und Mütter, da sie ein interdisziplinäres Verfahren ist. Sie hat
und dem Hintergrund der Therapien übernommen, wesentliche Gesprächsführungstechniken aus der klientenzentrierten Therapie, von der Familientherapie die systemische Sichtweise, Techniken aus der Verhaltenstherapie, der Gestalttherapie und des NLP. Und von der juristischen Seite hat sie übernommen den Fokus auf das Sachliche, die sachliche Ebene, die Hereinnahme der Realität, sei es der ökonomischen Realität, sei es der juristischen, der legalen Realität und eben natürlich am Ende die juristische Form eines verbindlichen Vergleichs. Gleichwohl denke ich nicht, dass die Mediation eine reine Technik ist. Jack Himmelstein hat es sehr schön so ausgedrückt. For me, I think I've always had the sense that at a deeper level, people are connected with each other. And the way that I saw law practiced, it had such an emphasis on individuality that it very often cut off the possibility of honoring that deeper connection. Even though laws were very often made with a view of building a community in some way. But laws have become used in a way of self-aggrandizement of each individual. So I think for me, the impulse towards mediation is also the impulse to honor people's deeper connection without taking away the fact that we're also separate from each other. And we also have separate needs. So the paradox between those two, the tension between those two, I find very exciting. Wie kam nun die Mediation nach Deutschland? Wir haben dann noch etwa 15 Jahre gebraucht, nachdem es in Amerika schon entwickelt war. Ende der 80er Jahre waren die Fachleute unzufrieden mit der Zweiteilung. Das sachliche Verfahren wird im gerichtlichen Bereich abgewickelt, die innerpsychischen Konflikte dann in der Beratungsstelle oder in der therapeutischen Praxis, und es gab keine Verbindung dazwischen. Sehr stark von den Beratern in Ehe- und Familienberatungsstellen ist die Idee gekommen, lasst uns zusammensetzen, lasst uns interdisziplinäre Arbeitskreise bilden, sodass wir uns zusammengesetzt haben, Personen aus dem juristischen Hintergrund und Personen aus dem psychosozialen Hintergrund. Und wir haben die amerikanischen Trainer eingeladen, die Sie eben gesehen haben, und haben die Mediation gelernt. Es war im Übrigen ein sehr schönes Verfahren, weil wir von vornherein eben eine ganz große Erweiterung unseres bisherigen professionellen Hintergrundwissen erfahren haben, weil die Ausbildung von vornherein interdisziplinär war und dazu natürlich noch die Theorie der Mediation vermittelt worden ist. Ich bin Psychologe und arbeite an einer Beratungsstelle und wir machen sehr häufig die Erfahrung, dass Paare zu uns kommen, die gerade in Trennungs- und Scheidungssituationen sehr viele Konflikte haben. Und häufig hat die Beratung damit geendet, dass wir sagen konnten, wir können euch nicht weiterhelfen, geht zu einem Anwalt. Sucht euch einen möglichst guten Anwalt, der gut für euch streitet oder kämpft. Auf der anderen Seite gab es Paare und Einzelpersonen, die nach einer Trennung und Scheidung zu uns kamen oder kommen und die dann unter diesen Folgen, die in so einem Gerichtsurteil festgeschrieben wurden, leiden oder belastet sind. Mediation bietet für uns oder in meiner täglichen Arbeit eine Möglichkeit, diesen Zwischenbereich noch zusätzlich zu begleiten. Nicht als Psychologe, nicht als Anwalt, sondern als Mediator. Der Anlass für mich war, dass ich im Laufe meiner Praxis die Erfahrung machen musste, dass ich vielen Scheidungswilligen nicht gerecht werden konnte mit der traditionellen Methode. Ein weiterer Anlass war für mich, dass ich als Notar es gewohnt bin, neutral zwischen den verschiedenen Beteiligten zu stehen und dafür zu sorgen, dass die Anliegen dieser Beteiligten zu einem ausgewogenen Ergebnis geführt werden. Insofern liegt mir diese Methode sehr und ich wollte eben mehr davon erfahren. Das Berufsbild des Mediators ist bis heute gesetzlich nicht geregelt. Das ist natürlich dann eine Frage der Qualitätssicherung. Und wir haben uns überlegt,
dass wir das Problem so lösen, dass wir die Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediatoren gegründet haben. Das war 1992. Und Mitglied in dieser Bundesarbeitsgemeinschaft kann nur werden, wer zusätzlich zu seiner Ausbildung, Hochschulausbildung, eine 2-jährige Berufstätigkeit schon nachweisen kann und darüber hinaus noch eine 200-stündige Zusatzausbildung zum Mediator erfährt. Diese Zusatzausbildung können Sie derzeit bei 8 zugelassenen Ausbildungsinstituten machen. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen einige Informationen zur Familienmediation übermitteln können. Natürlich ist Mediation ein Verfahren, was nicht beschränkt ist auf die Konflikte in den Familien. Es wird sehr stark auch angewendet in anderen Konfliktbereichen, wo man mit ähnlichen Methoden dann arbeitet. Mediation in der Schule, Mediation im Täter-Opfer-Ausgleich, also im Strafrecht, Mediation in der Nachbarschaft, Mediation in der Wirtschaft, im Umweltbereich. Auch hier gibt es natürlich auch Ausbildungen, um die Sie sich bemühen können. Aber beenden möchte ich dieses Video mit Worten derer, für die die Mediation ja geschaffen worden ist, den Betroffenen, mit denen ich nach Abschluss der Mediation Interviews geführt habe.